Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Eddie's Smart Home. Ja, im heutigen Video gibt es mal wieder eine kleine Produktvorstellung und zwar geht es hier um den Shelly Plus Smoke, also um den Rauchmelder, und zwar der ist jetzt endlich verfügbar. Hat ein bisschen gedauert, bis das Ganze verfügbar war oder bis er endlich auf den Markt kam. Es gab mal wieder, soweit ich das mitbekommen habe, Probleme mit der Zertifizierung, aber die haben es jetzt endlich hinbekommen und der Shelly ist, glaube ich, seit dem 1.3. oder sowas ist er verfügbar. Also, falls euch das Thema smarte Rauchmelder bzw. falls euch dieser Shelly hier interessiert, dann bleibt dran. Nach einem kurzen Intro geht's los und denkt dran, falls euch das Video gefallen oder geholfen haben sollte, würde ich mich über einen Daumen hoch und ein Abo sehr freuen und nicht vergessen, ein kleines Kommentar für den YouTube-Algorithmus dazulassen. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Bis gleich. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Ja, wie gesagt, der Shelly Plus Smoke ist endlich verfügbar und auch diesmal gab es anscheinend wieder ein paar Probleme mit der Zertifizierung, was mich echt total wundert, denn anscheinend wurden die ersten Vorführmodelle oder die man vorbestellen konnte, ohne Zertifizierung ausgeliefert, was ein bisschen seltsam ist, denn der Shelly Smoke Plus basiert zu 100%, was die Hardware zumindest angeht, auf dem Heimann-Produkt. Und das ist auch gar kein Geheimnis oder irgendwie sowas, sondern da steht auch hier hinten drauf auf dem Gerät, powered by Heimann. Und die Heimanns, die haben schon relativ lange die Zertifizierung nach EN 14604 und deswegen wundert mich das ein bisschen. Ja, was den Shelly von dem Heimann unterscheidet, also die Hardware ist, zumindest was man so sehen kann, ist absolut identisch. Aber hier ist die Tuya-Software drauf. Das heißt, dieses Gerät hier von Heimann läuft mit Tuya und der Shelly läuft halt mit der Shelly eigenen Firmware. Und es hat einige Vorteile gegenüber dem hier. Aber das Problem ist, der hier kostet, glaube ich, rund 30 Euro und der hier kostet ungefähr 55 Euro. Also je nachdem, wo man ihn kauft, irgendwas zwischen 50 und 60 Euro. Also preislich ist da schon ein dicker Unterschied, denn wir hätten ja fast das Doppelte für den Shelly zu bezahlen wegen der Firmware. Und ja, für den einen oder anderen ist das aber relativ wichtig, denn man möchte kein Tuya verwenden und der Shelly, der hat halt noch Webhooks mit an Bord, MQTT-Support und noch so ein paar andere Sachen, die wir uns aber gleich zusammen am Rechner ansehen. Zum Heimann-Sensor, den hatte ich jetzt schon in Betrieb genommen und auch schon getestet. Der funktioniert. Was auch sehr gut funktioniert, ist die Benachrichtigung per Tuya-App. Das heißt, sobald man hier einen Alarm auslöst, gibt es eine Meldung auf dem Handy. Ich zeige euch das hier mal kurz. So, gucken wir mal. Die App ist beendet, wie man hier sehen kann. Also es ist keine offene Anwendung verfügbar. Und wenn ich jetzt hier den Rauchmelder auslöse, dann sollte es einige Sekunden später dauern und dann kommt hier eine Meldung, dass ein Funktionstest ausgeführt wurde. Ob das Ganze auch unter Realbedingungen funktioniert, das teste ich gleich bzw. später, denn ich habe mir noch so ein kleines Testspray besorgt und dann vergleiche ich die zwei, wie gut sie miteinander oder wie gut sie unter mehr oder weniger reellen Bedingungen funktionieren. Denn das hier ist, wie gesagt, nur ein Kurztest. Das heißt, die Geräte sind ja neu auf dem Markt oder der Shelly ist neu auf dem Markt. Und ich habe natürlich keine Gelegenheit gehabt, da jetzt einen ewig langen Test durchzuführen. Und unter Realbedingungen möchte ich das Ding eigentlich eh nicht testen und verlasse mich einfach, dass die Prüfstelle bzw. der Hersteller die so baut, dass sie unter Realbedingungen, wenn es denn drauf ankommt, dass die auch funktionieren. Okay, dann würde ich mal sagen, gucken wir uns mal kurz den Lieferumfang an, denn da gibt es im Endeffekt nur ganz kleine Unterschiede. Also hier beim Heimann, man hat ein paar Dübel, eine Anleitung und also für die App und eine für das Gerät selbst. Und das Problem dabei ist bei dem Heimann, das ist beides auf Englisch. Das heißt, hier gibt es keine deutsche Unterstützung. Im Grunde braucht man die auch nicht, denn in der Tuya-App wird im Endeffekt alles relativ einfach erklärt. Inbetriebnahme war schon, ich blende euch hier auch noch mal kurz was ein. Bei mir hat es nur funktioniert, indem ich hier das Teil hier zum Blinken gebracht habe, aber nicht schnelles Blinken, sondern langsames Blinken. Das heißt, man drückt hier dreimal drauf. Ich mache das mal kurz.
dreimal drauf und dann müsste hier eine LED angehen. Die blinkt schnell. So hat es bei mir nicht funktioniert. Dann habe ich nochmal dreimal drauf gedrückt. Dann blinkt der langsam, dann wird ein Access Point aufgebaut und mit diesem Access Point konnte ich mich dann via Tuya App verbinden und konnte ihn ohne Probleme in Betrieb nehmen. Wie gesagt, mit dem schnellen Blinken hat es bei mir 2- oder 3-mal habe ich es getestet, hat es nicht funktioniert, aber mit dem langsamen Blinken hat es sofort auf Anhieb funktioniert innerhalb von ein paar Sekunden. So, das funktioniert. Und wie das beim Shelly aussieht, sehen wir uns gleich an. Beim Shelly ist im Endeffekt fast das Gleiche dabei. Wir haben einmal eine kurze Anleitung über das Gerät selbst, dann über die Montage, dann die obligatorischen Dübel und Schrauben und zusätzlich dazu gibt es hier noch so einen kleinen Aufkleber, den man hier hinten aufpappen kann und an die Decke kleben kann. Ansonsten auch hier leider, was ich nicht ganz verstehe, denn soweit mir bekannt ist, sollte immer eine deutsche Anleitung mit im Lieferumfang sein, aber auch hier ist es nur eine englische dabei, aber ich hoffe, die braucht man nicht, denn in der App müsste das alles relativ gut erklärt sein. Auch hier gucken wir uns jetzt das gleich zusammen an, denn den hier habe ich noch nicht in Betrieb genommen, das heißt, wir nehmen den jetzt in Betrieb. Ich teste den ein bisschen und dann nehme ich den Rest des Videos auf. So, also gucken wir uns die Inbetriebnahme an. Ich muss mal gucken, wo die Shelly App ist. So, Shelly App. Wie ihr die installiert, wisst ihr hoffentlich selbst. Und dann mache ich hier auf der Rückseite das Ganze aktivieren. Deckel wieder drauf. Und dann gucken wir uns mal an, wie das Ganze in der App aussieht. Also als erstes muss ich hier einen Raum hinzufügen. Wie gesagt, die App ist noch jungfräulich. Und jetzt ein Gerät hinzufügen. Hier wird das WLAN jetzt angezeigt, das passt, das ist 2,4 GHz Netzwerk, darauf müsst ihr auf jeden Fall achten. Und jetzt machen wir hier mal, er sucht nach Geräten, ich mache hier mal 3-mal klicken. So, jetzt blinkt er. Vielleicht war ich ein bisschen zu spät. Gehe nochmal auf Zurück, Fortsetzen und jetzt Suche nach Shelly-Geräten. Und wie ihr seht, jetzt findet er ihn. Also ich war einfach ein bisschen zu voreilig. Das Gerät hinzufügen, mit dem Netzwerk verbinden. Ja. Das sieht doch bis jetzt alles ganz gut aus. Wunderbar. Das hat problemlos funktioniert. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber ihr habt es selber gesehen. Hat perfekt funktioniert. So, klicken hier auf Weiter. Wählen den Raum aus, weiter, Rauchmelderbild passt, erledigt. Also der blinkt hier immer noch. Weiß nicht, ob man das sieht auf der Kamera. So, gucken wir mal Setup an. So, hier kann man jetzt alles Mögliche einstellen. Das muss ich mir jetzt nochmal näher angucken. Aber ihr habt gesehen, die Inbetriebnahme hat soweit funktioniert. So, jetzt muss ich den wahrscheinlich auch noch deaktivieren, damit er in den Schlafmodus geht, denn ansonsten würde der Batteriebetrieb ja relativ oder der Status der Batterie relativ schnell sinken. Mal gucken hier, das passt. Also Netzwerk hat er sich anscheinend von der App selbst rausgezogen. Gehen hier wieder zurück. Und jetzt hat hier auch das Blinken aufgehört. Also der ist jetzt im Schlafmodus oder im Deep Sleep Modus und wacht jetzt halt auf, wenn ein Alarm erkannt wird, dann wird das Gerät aus diesem Schlafmodus geweckt und dann sollte normalerweise eine Benachrichtigung an die App geschickt werden, beziehungsweise was auch immer man hier eingestellt hat. Das Gerät an sich lässt sich aktueller Stand, soweit ich das auf GitHub gelesen habe, aber vielleicht kann da Matthias noch ein bisschen mehr dazu sagen. Aktuell lässt sich das noch nicht in den Shelly-Adapter integrieren. Zumindest steht es auf GitHub so, dass der Shelly plus Smoke noch nicht über den Shelly-Adapter integriert werden kann. Aber man kann auch MQTT-Support aktivieren. Aber das teste ich jetzt gleich ohne euch zuerst mal und dann zeige ich euch, wie das Ganze funktioniert. So, das heißt, für mich beginnt jetzt die Testphase. Für euch vergehen jetzt nur ein paar Sekunden und ich bin gleich wieder für euch da. So, willkommen zurück. Es sind jetzt, glaube ich, so 2-3 Stunden oder sowas vergangen. Da habe ich ein bisschen mit dem Shelly hier rumexperimentiert und auch hier mit dem Heimann noch ein bisschen was getestet.
Und ja, eine Sache fehlt noch, und zwar das Testen mit einem Spray. Das hole ich aber nach und schneide das dann ins Video rein. So viel kann ich sagen. Also mit dem Shelly Adapter hat es nicht funktioniert. Dort steht unbekanntes Gerät. Das war ja schon klar, weil das auf der GitHub-Seite steht, aber ich habe es dennoch nochmal getestet. Funktioniert nicht. Dann, was ich auch noch getestet hatte, war diese Web HTTP Requests. Das heißt, ich habe probiert, einen solchen Shelly 1 auszulösen per HTTP-Request. Das hat nicht funktioniert, aber ich muss dazu auch sagen, ich bin da kein Experte. Eventuell habe ich da irgendetwas falsch gemacht, aber das gucken wir uns auch nochmal gemeinsam an. Aber das hat nicht funktioniert. MQTT hat funktioniert. Die Daten kommen über den MQTT-Adapter in den IO-Broker rein. Wie man das einstellt und was man da machen muss, zeige ich euch gleich. Auf jeden Fall kommen die Daten dort rein. Die kommen als JSON rein, ein Datenpunkt, der in JSON formatiert ist, und dann kann man das Ganze auswerten und gucken, ob ja, ein Alarm anliegt oder nicht. Also sobald der aus dem Deep Sleep Modus geweckt wird, ich konnte es bisher, wie gesagt, nur mit dem Testknopf testen, dann kommen mehrere Meldungen über MQTT rein und die könnte man dann theoretisch auswerten. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Matthias das irgendwann mal implementieren wird, auch wenn er in den ja, Shelly Adapter mehr oder weniger reingezwungen wurde, die Arbeit zu übernehmen. Aber vielleicht kriegt er das nochmal hin, dass er das in den Shelly Adapter mit aufnimmt. Ansonsten, wie gesagt, es funktioniert auch über den MQTT Adapter. Den Heimann hier drüben, den hatte ich über den Tuya-Adapter eingebunden. Das funktioniert oder scheint zu funktionieren. Also es kommen zyklische Informationen rein über den Tuya-Adapter. Aber auch hier kann ich jetzt noch nicht hundertprozentig sagen, dass dann auch die Alarmmeldungen reinkommen oder nicht. Aber bei dem funktioniert es sehr gut mit der App. Und hier kann ich das leider gar nicht testen. Also ich bekomme hier zwar ich kann zwar hier auslösen, den Testalarm, aber es gibt halt keine Benachrichtigung auf dem Handy. So, dann würde ich sagen, gucken wir uns das Ganze mal kurz am Computer an, was ich bisher herausgefunden habe. Also um das Ding zu wecken, müsst ihr hier dreimal den Knopf drücken. Dann geht der ESP32, der hier drin verbaut ist, der geht dann an. Der bleibt nur eine gewisse Zeit an. Das heißt, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ich habe jetzt nicht die Zeit gestoppt, aber so eine Minute, 2 oder sowas. Und dann geht er wieder aus. Das heißt, in der Zeit sollte man die Einstellungen, die man vornehmen will, vornehmen. So, ich mache das Ganze über den Webbrowser, da es da am einfachsten funktioniert. Also dreimal das Gerät oder dreimal draufklicken, dann wacht das Gerät auf. So, der blinkt und ist blau. Das heißt, der ist eingeschaltet. Verbinden uns über den Webbrowser mit dem Gerät. Und dann sind wir hier auf der Übersichtsseite. So, gehen wir mal kurz in die Settings rein. Also, was ich jetzt aktiviert habe, war bei MQTT folgendes. Also, Enable MQTT Network. Das bleibt auch. Ich habe die zwei hier eingeschaltet, habe hier meinen IO-Broker, meinen MQTT eingegeben, also die IP-Adresse und den Port. Client-Info habe ich so gelassen, habe den Usernamen und das Passwort eingetragen, habe auf Save Settings geklickt. Und dann kommt hier eine Meldung. Ich zeige euch das mal kurz. So, kommt eine Meldung, dass man neu starten muss. Die nicht. Ja, okay. Weil die Änderungen sich nicht geändert haben, kommt jetzt diese Meldung hier nicht. Aber normalerweise kommt hier eine Meldung, dass man neu starten muss. Kann da draufklicken und dann startet das Gerät einmal neu. Und man muss es dann wieder aus dem Deep Sleep Modus rausholen. So, den Rest habe ich im Endeffekt so gelassen. Was ich halt noch getestet hatte, war das hier, also diese Actions. Ich habe hier eine neue Action angelegt, habe die Zeit vorgegeben, habe gesagt, wenn ein Alarmtest durchgeführt wird, dann soll das Relais von dem Shelly 1, den ich euch hier gezeigt hatte, soll getriggert werden. Das hat, wie gesagt, nicht funktioniert, aber ich habe das ehrlicherweise auch vorher noch nie getestet. Vielleicht ist hier irgendwo ein Fehler, aber im Endeffekt sollte man ja hier nur die IP-Adresse eingeben, Relais, und dann sollte der angehen. So, während ich jetzt hier geredet habe, ist das Ding hier wieder ausgegangen. Das heißt, man könnte jetzt keine Änderungen übernehmen, da das Gerät halt aus ist. Man muss es halt wieder wecken. Deswegen achtet drauf, bevor ihr hier irgendetwas eintragt, macht, dass ihr relativ zügig seid, damit das Gerät nicht wieder ausgeschaltet wird. Und natürlich auch darauf achten, dass man den nicht zu häufig weckt. Also wecken den nochmal.
Gehe nochmal hier auf die Home-Seite. Jetzt lädt er. So. Und hier sehen wir also, es ist kein Alarm vorhanden. Die Batterie ist bei 85%. Als ich angefangen hatte, war sie bei 90%, aber die schwankt immer so zwischen 85 und 90%. So, dann gucken wir uns das Ganze nochmal kurz im I/O-Broker an. Also der MQTT-Adapter wird dafür verwendet. Hier hat sich dann der Rauchmelder gemeldet und hier kommen die verschiedenen Datenpunkte mit solchen JSON-Informationen rein, die man dann auswerten muss. Ich vermute, dass hier bei dem Datenpunkt Smoke Doppelpunkt 0, dass dort dann später drin steht Alarm True und diesen Alarm True könnte man dann auswerten über ein kleines Blockly, solange es da noch keinen richtigen Datenpunkt gibt. So, dann schauen wir uns noch mal kurz das Blockly an. Das Blockly ist relativ simpel, also wir haben hier unseren Datenpunkt Smoke 0 und der liegt ja, oder da liegen die Informationen in Form von JSON vor. Und ich habe hier jetzt einen Debug-Output verwendet, um das Ganze zu visualisieren. Wir fragen hier das Attribut Alarm ab und nehmen nehmen die Information, die hier drin steckt, als Wert, also Trigger-Wert, und schreiben das halt in diesen Debug-Output. Das gleiche habe ich gemacht hier für Mute und für die Batteriespannung, für die Prozente und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe hier jedes Mal den anderen Datenpunkt abgefragt und wenn der aktualisiert wird, soll er mir das in einen Datenpunkt reinschreiben, beziehungsweise hier in diesen Debug-Output. Wir testen das Ganze mal. Also, ich löse hier mal einen Alarm aus. So, ihr seht, hier kommen jetzt lauter Informationen rein. Gucken wir uns das Ganze mal an. Also hier kommt die Batteriespannung, wird uns dann ausgegeben. Das könnte man dann natürlich auch in einen Datenpunkt schreiben, habe ich ja erzählt. Dann die Restladung der Batterie, ob ein Alarm da ist oder nicht. Also hier wird jetzt False gesagt und Mute ist auch False. Hier geweckt durch, steht hier zuerst mal Undefined, weil da noch nichts gesetzt wurde. Und dann zum Schluss kommt dann das Telegramm rein mit Alarmtest, dass das der Weggrund war. So, wenn ihr mit JSON noch absolut gar nichts zu tun gehabt haben solltet, auch das ist kein Problem. Es gibt online solche Konverter, JSON-Konverter, und dort kopiert man dann einfach die Informationen. Also hier zum Beispiel das hier nimmt man sich, kopiert das, geht auf den Online-Konverter, trägt das Ganze hier ein und dann wird einem angezeigt, was oder wie dieser JSON-String aufgelöst wird. So, das heißt, wir hätten hier einmal Alarm und einmal Mute. Ist jetzt ein blödes Beispiel, weil man nicht wirklich sehr viel rauslesen kann oder rausschauen kann. Deswegen gehen wir nochmal und nehmen hier die Batteriespannung. Na, jetzt habe ich mich verklickt. Batteriespannung, wobei dies auch jetzt nicht gerade sehr kompliziert, aber zum Anschauen reicht das. Also das hier wäre jetzt unsere Batteriespannung und der konvertiert das. Und um sich jetzt zum Beispiel den Volt anzeigen zu lassen als JSON, müsste man hier Batterie.v oder Batterie.% und dann würde einem halt die Prozent oder die Spannung angezeigt werden in Volt. Gucken wir uns das Ganze nochmal mit einem anderen Beispiel schnell an. Also hier sind ein paar Informationen mehr. Auch hier wieder einfach einfügen. Dann auf View und dann gibt es hier verschiedene Informationen. Das heißt, wenn wir hier das Event haben wollen würden, dann müssten wir palms.events.0. und Event eingeben und dann würde uns hier Sleep angezeigt werden. Das heißt, es gebt ihr einfach hier Batterie.percent oder das gleiche hier mit palms, das ist wakeupreason.cause. Und dann wird euch halt angezeigt, wieso der geweckt wurde. So, also das ist JSON, aber das ist ein Thema für sich. Das soll jetzt nur auf die Schnelle mal was sein. Das könntet ihr, wie gesagt, relativ einfach. Und ob das hier auch mit einem Alarm tatsächlich funktioniert, das schauen wir uns gleich an, sobald mein Testspray von Amazon geliefert wird, denn das verspätet sich irgendwie ein bisschen. Okay, also das hier funktioniert und dann wären wir eigentlich schon durch. Also der Preis, der ist ganz schön happig, 60 €, aber es funktioniert über Shelly und hat MQTT-Support. Das gibt es ja nicht wirklich häufig oder man hat da nicht wirklich sehr viel Auswahl.
Der hier ist zwar günstiger, funktioniert über Tuya, lässt sich relativ umständlich in den IO-Broker einbinden. Das heißt, man muss selber ein bisschen abwägen. Zertifizierung haben Sie glücklicherweise beide. Die Zertifizierung, dass Sie zertifiziert sind, steht hier hinten drauf. Das heißt, hier steht EN 14604 und ja, dass es zertifiziert wurde. Also das passt soweit, kann man ohne Probleme hier bei uns betreiben. So, wie zuverlässig die funktionieren, naja, wie ich anfangs schon gesagt habe, die wirklich zu testen unter realen Bedingungen, ist ein bisschen schwierig und möchte ich auch nicht erleben. Deswegen müssen wir uns, wie gesagt, einfach auf den Hersteller verlassen. So, ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video weiterhelfen. Den Test von dem Ganzen packe ich einfach hinten dran. Das heißt, falls es euch interessiert, ob das Ganze funktioniert oder nicht, bleibt dran. Aber ich verabschiede mich an dieser Stelle. In diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. So, hier mache ich jetzt den Test. Also sprühe das Ganze zuerst mal ein. Wir sehen hier zum einen die Datenpunkte an sich. Hier einmal die ganzen Log-Einträge oder ja, die Log. Der Alarm hat jetzt hier ausgelöst und jetzt einige Sekunden später müsste jetzt hier auch beim Shelly gleich die Meldung kommen. Ja, ihr seht, die Meldung kam, Alarm steht auf True. Jetzt wurde der gemutet, indem ich die Taste gedrückt habe, steht hier Mute. Und dann müsste hier, glaube ich auch, genau hier oben steht ja dann auch geweckt durch Alarm. Die Meldung kam zweimal, einmal im Datenpunkt SYS und einmal im Datenpunkt RPC. Die Meldung auf dem Handy kam auch an. Das blende ich hier nochmal ein, weil die Kamera war nicht fokussiert, deswegen konnte man das nicht lesen. Aber die Meldung kam durch die Shelly-App an. Dann wurde auch eine E-Mail verschickt. Ich zeige euch das bzw. blende euch das alles ein. Also es kamen diverse Meldungen und der Alarmton auf dem Handy, der war halt extrem laut. Da gab es so einen richtigen Alarm. So, hier das gleiche nochmal mit dem Tuya-Rauchmelder. Hier werden wir sehen, dass dieses Muffing auf True wechselt und dass das Result, glaube ich, war das, dass das auf 0 geht. Und das müsste man auch hier oben gleich nochmal sehen, dass der kurz auf 0 springt und dann wieder auf 1. Also Alarm 0, Muffing wechselt auf True, dann wechselt er wieder auf Normal und auf dem Handy kommt halt die Meldung mit etwas Verzögerung an. Ich habe halt im Keller ein bisschen schlechten Empfang, aber ich sag mal mit so 2, 3, 4, 5 Sekunden oder ein bisschen länger, dann kam auch die Meldung an. So, hier sieht man es auch, also Meldung kam an. Also beide haben funktioniert, beide haben genau das gemacht, was sie tun sollten. Fazit also beide lassen sich in den IO-Broker einbinden. Der Tuya-Adapter, das ist ein bisschen knifflig, weil das ein batteriebetriebenes Gerät ist, aber bei dem Shelly ging das relativ einfach. Muss halt jeder selber entscheiden, für was er sich entscheidet. So, ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video weiterhelfen. Viel Spaß mit einem der 2 Rauchmelder oder mit einem ganz anderen.